Was geht, Leute, Ramizis Unterhaltung? Ich heiße euch herzlich willkommen zu der nächsten Review, wie ich sie schon angekündigt hatte. Und zwar heute von meiner Tastatur. Und das ist die Logitech G110, für die ich jetzt einmal die Kameraperspektive ändern werde, damit wir das Ding hier mal genau unter die Lupe nehmen können. So, wir sind jetzt in der Vogelperspektive und wir werden das so machen, dass ich von links nach rechts vorgehen werde, was diese Tastatur so zu bieten hat. Oben links sieht man jetzt schon M1, 2 und 3. Das bedeutet, 3 verschiedene Profile sind möglich. Ich habe jetzt die Farben geändert, um diesen Unterschied mal deutlich zu machen. Es gibt dieses Rot, dieses Blau und dieses Lila. Es gibt keine anderen Farben, es gibt keinen riesigen Farbkreis, wie man vielleicht denken möchte, aber das reicht erstmal aus, würde ich sagen. Dann hat man links noch 12 G-Tasten, für die Logitech typisch ist, auf die man dann noch Programme legen kann, Verknüpfungen legen kann, irgendwelche Befehle legen kann, die man auch immer haben möchte. So, und jetzt hat man da oben, wo mein Finger gerade ist, so einen Schalter, den man umlegen kann, um die Windows-Tasten zu muten, direkt gesagt. Die haben dann keine Funktion mehr, die reagieren nicht mehr. Ist bei Windows natürlich von Vorteil, aber da diese Tastatur mit Mac kompatibel ist, ich nutze sie natürlich auch am Mac, bringt das jetzt nicht ganz so viel, weil die Windows-Taste jetzt nicht in-game zum Verhängnis werden kann bei Mac-Spielen. Also da oben sieht man 2 Tasten, einmal für die Kopfhörer und einmal für das Mikrofon, was man dahinter über die Klinken anschließen kann. Und wenn denn was angeschlossen ist und man die Tasten drückt, leuchtet auch etwas auf, damit man weiß, dass entweder der Sound bzw. das Mikrofon gemutet ist. Dahinter ist die Stromversorgung, die ist schnurgebunden. Und rechts daneben ist noch ein USB-Port, wo gerade mein Blue Snowball angeschlossen ist, über das ich auch rede. Ich rede allerdings nachvertont, ich rede nicht live. Aber da kann man allen möglichen USB-Scheiß anschließen. Da, wo ich jetzt drauf drücke, das ist eine Taste, um die Beleuchtung zu deaktivieren. Die Profile kann man natürlich trotzdem noch wechseln mit M1, 2 und 3. Also nur für die Beleuchtung. Rechts, da sieht man die 3 LEDs, die jede Tastatur hat. Wenn man jetzt zum Beispiel Caps drückt, damit man eben weiß, dass Caps eingeloggt ist sozusagen. Und da gibt es ja noch diese 2 anderen Tasten dafür. Kennt man ja. Oben rechts hat man dann die Steuerung für die Musik. Bei mir ist es natürlich, also iTunes reagiert darauf, der Media Player, Windows Media Player wahrscheinlich auch. Also es geht los mit Play, Pause, dann Stopp und vor und zurück, natürlich klar. Und dieses Rädchen, das ist ein Rädchen rechts, kann man die Lautstärke einstellen. Das finde ich echt cool. Wenn man das hochscrollt, wird es lauter, wenn man es runterscrollt, wird es leiser. Eine echt coole Funktion, wie ich finde. Und links daneben ein Mute-Knopf. So, dann ist hier noch ein Nummernblock dran. Man hat über den Pfeiltasten G110 Schriftzug. Unten hat man auch noch einen Logitech Schriftzug. Es ist eine normale Tastatur, also keine mechanische, weil mechanische mir so derbe auf den Sack gehen würden mit der Lautstärke. Aber naja, ich bin sehr zufrieden mit der Tastatur, kann ich nur sagen. Es gibt auch noch eine, die ich da gerade zeige, eine Handballenauflage, die ich allerdings zerdeppert habe. Ich habe, als ich das rangeklemmt habe und es wieder abnehmen wollte, habe ich die Halterung kaputt gemacht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob man die überhaupt wieder abkriegt, ohne sie kaputt zu machen. Deswegen wäre es vorteilhafter, wenn diese Handballenauflage direkt in die Tastatur integriert ist und nicht abnehmbar ist. Weil diese Halterung doch recht dünn war, aus Plastik, oder war es im Prinzip schon vorprogrammiert. Passiert ja immer mal, dass man aufstehen will und Kabel runterreißt und dabei ist mir das passiert, dass ich die halbe Tastatur da über den Schreibtisch geschleudert habe und dabei dann die Handballenauflage kaputt gegangen ist. Aber es ist doch sehr von Vorteil, so eine Handballenauflage. Das ist sehr entspannend beim Zocken.
Man gewöhnt sich nach einer Weile dran, wenn man ohne die wieder spielt. Aber es ist sehr entspannt, miteinander zu spielen. Also wenn ihr sowas habt, dann nutzt das bitte oder achtet auf Tastaturen, die so etwas haben. Das ist sehr angenehm. Ein Treiber gibt es natürlich auch noch dazu, sowohl für Windows als auch für Mac, um eben die Beleuchtung einzustellen, um die G-Tasten einzustellen und den ganzen Rotz. So, das war's auch schon mit dieser Review über die Logitech G110. Kauflinks sind natürlich wie immer in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Bis zur nächsten ramezösen Unterhaltung. Ciao.